Ich habe hier ein Ishin E120S Hubschrauber, bei dem alles dabei ist. Quasi der Hubschrauber, die Fernsteuerung und sogar 2 weitere Akkus. Also ich habe dann mit dem Akku 3 Akkus. Und natürlich ein 2S Ladegerät und Ersatzpropeller. Das Besondere an dem E120S ist, dass der ein Direct Drive Hubschrauber ist. Und das bedeutet, dass hier unten direkt ein großer Motor eingebaut ist und der ist direkt 1:1 mit dem Hauptrotor verbunden. Also gibt es hier keine Zahnräder, keine Übersetzung und so ist das Ganze recht einfach im Endeffekt aufgebaut. Ich habe nur eine Achse, dann habe ich 3 Servos. Und das ist hier auch recht einfach gestaltet. Zwar sind die Elemente hier aus Kunststoff, aber das Oberteil ist hier aus Aluminium. So ist es eigentlich recht robust. Und da der Hubschrauber klein ist, also er hat die Propeller mit 120 mm Länge. Somit ist er insgesamt recht klein und eignet sich sehr gut als Einsteiger-Hubschrauber, mit dem man 3D fliegen kann. Also das ist ein Kollektiv-Pitch-Hubschrauber, der 3D-fähig ist. Hier habe ich noch das Einsteigermodell, den E130. Der E130 ist etwas länger mit seinem Hauptrotor, ist aber ein Einsteigermodell. Das heißt, mit dem kann ich nur normal fliegen, also mit Unterstützung von Gyroskop oder halt manuell, aber nicht 3D. Und er hat einen Brushed-Motor, der hat hier eine Übersetzung, also von dem Motor auf die Hauptachse. Wogegen der E120S ist ein richtiger 3D-Hubschrauber, der sowohl mit Gyroskop für Anfänger geeignet ist, wo man sehr leicht damit fliegen lernen kann, als auch fliegt er manuell und er kann dann in 3D-Modus fliegen, also eben auf dem Kopf. Und das Besondere ist hier der starke Brushless-Motor. Und hinten befindet sich ganz normaler Brushed-Motor, aber das ist in Ordnung, der muss nicht so stark sein. Was schön ist, die Stange ist aus Carbon und ich habe hier bei meiner Version 3 Akkus. Das sind 2S-Akkus mit 500 mAh und ich muss die Haube nicht abmachen, um den Akku hier einzusetzen, sondern schiebe den einfach hier so rein und stecke den hier oben vorsichtig in die Buchse. Muss man aufpassen, dass man das hier nicht abbricht, weil das hier sich so ein bisschen bewegt und schon ist er startbereit. Dazu gibt es die Funke mit dem SFHSS-Protokoll. Es werden 4 AA-Akkus benötigt. Die Schalter werden alle nach oben gekippt bzw. nach vorne. Hier habe ich stabilisierten Modus für Einsteiger 6G. 3D würde bedeuten, dass ich im Manuellmodus fliege, also 3D-Modus. Hier schalte ich den Motor ein oder aus. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, bei stabilisiertem Modus einfach mal schnell, wenn ich abstürze, den Motor abzuschalten. Hier habe ich die Rates, also Low Rates und High Rates. Und hier ist Hold Throttle. Das heißt, dass der Motor hier ausgeschaltet wird. Das ist der Notfallknopf sozusagen. Wenn ich ihn aktiviere, dann schaltet sich der Motor aus. Also kann ich den wunderbar beim Landen benutzen. Genau da, wo ich gelandet bin, drücke ich den, dann geht der Motor aus. Hier sieht man bei dem ausgeschalteten Motor, dass ich mit dem linken Knöppel nicht Gas gebe, sondern nur die Neigung der Rotorblätter verändere. Also habe ich normalerweise eine konstante Motordrehung und durch Veränderung der Lage, der Neigung der Rotorblätter bekomme ich den Schub nach oben oder nach unten. Und da haben wir den Ishin E120S mit Drive Direct Motor. Und jetzt fliegen wir mal eine Runde. Auf der Funke habe ich alles in Grundzustand eingestellt. Alle Schalter sind nach unten gekippt. Und als Anfänger fängt man hier bei 0 an. Hier steigt man und hier sinkt man. Und wenn irgendwas schief geht, dann wird der Motor ausgeschaltet und dann fliegt das Ding nicht mehr. Also, wir probieren es aus. Akku rein, Motoren an. Und langsam steigen lassen. Ja, da passiert noch gar nichts. Erst jetzt bin ich bei 0 und jetzt steige ich langsam.
Jetzt muss ich den erstmal ruhig kriegen. Das ist nicht so leicht. Das ist ganz anderes Flugverhalten. Aber in Anfängermodus kann man ganz gut fliegen. Ist eigentlich nicht anders als bei einem Quadcopter mit stabilisiertem Modus. Ich versuche mal den zu landen. So, und landen. Motoren aus. Ja, und da bin ich irgendwie falsch gelandet. Eigentlich bin ich richtig auf die Fläche hier gelandet, aber dann ist er hier umgekippt. Und was ist passiert? Sofort ein richtiger Crash. Ja, also das funktioniert hier noch alles. Aber der zweite Propeller, da ist direkt was gerissen. Das heißt, da fehlt mir so eine Gabel. Ich habe direkt zwei Teile ruiniert von dem Rotor. Dieses Element und hier dieses Verbindungsstück. Zum Glück habe ich das Verbindungsstück hier gefunden. Das ist noch im Ganzen. Aber das muss ich jetzt nachkaufen. Außerdem, wenn ich mir jetzt die Propeller anschaue, dann ist hier so ein Stück rausgerissen von dem Propeller. Das heißt, ein Propeller ist auch schon hinüber. Und was heißt das? Ich kann nicht weitermachen, also muss ich mir sofort hier die Ersatzteile nachkaufen, direkt ein paar mehr davon, sodass ich weiter üben kann. Ja, und den einzigen Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich beim Fliegen, also beim Landen, habe ich den Joystick in der Mitte gelassen, die Motor ausgemacht, aber ich muss natürlich hier auf 0 runtergehen im Anfängermodus. Und das habe ich nicht gemacht und dadurch habe ich den Rotor weiter drehen lassen und dadurch ist es hier abgebrochen. Das war's heute mit dem Fliegen. Wirklich schade, weil der ordentlich viel Power hat, der Ishin E120S mit dem Direct Drive Motor. Und das ist ein Motor mit 2406, 18.000 kV. Ja, so ein Hubschrauber muss man fliegen können, ohne den zu zerstören. Also bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Fliegen! So, jetzt geht es um die Ersatzteile und das Problem ist, dass man zurzeit noch keine Ersatzteile für den Ishin E120S bekommt. Das hat mich erstmal ziemlich erschrocken. Ja, alles andere, aber nichts für Ishin E120S. Ich habe aber auf RC Groups interessanten Hinweis gefunden, dass die meisten Aluminiumteile kompatibel sind mit dem Ishin E150. Also bin ich zurück auf Banggood und siehe da, man findet hier alles für den Ishin E150 und da sind die passenden Propellerhalter, die sowohl für Ishin E150, E180 als auch meinen E120S passen. Und so kann ich wunderbar bei meinem Ishin 120S meine Plastikteile austauschen durch die Aluminiumteile. Und das Coole ist, man bekommt sie sogar innerhalb von 3 Tagen geliefert, also innerhalb von 3 Arbeitstagen. Also habe ich mir die Clips bestellt, dann genauso diese Stifte, die hier unten zwischen den Rotorblättern und der Taumelscheibe liegen. Und genauso habe ich mir noch als Ersatz die unteren Verbindungsschnallen gekauft, unter der Taumelscheibe sind. Und dann hätte ich halt alles aus Metall, das ist das obere Stück hier. Die Verbindungsstücke können aus Kunststoff bleiben, die kosten ja nicht viel. Übrigens, so sieht die Elektronik hier drin aus von dem E120S. Außerdem habe ich herausgefunden, dass der Ishin E120S baugleich mit dem Yuxiang F120 ist. Und das ist genau der Hubschrauber, der vermutlich für Ishin als E120S produziert wird. So habe ich die Teile bestellt und davon sind die 3 Teile schon aus Tschechien unterwegs und kommen am Montag in 3 Tagen. Und ich hoffe, ich kann beim nächsten Mal weiter Hubschrauber fliegen lernen.